Hallo liebe Landtechnikfreunde! In diesem Video zeige ich euch, wie man das Programm Google Earth für die Landwirtschaft verwenden kann. Im ersten Teil zeige ich euch, wie ihr Flächen einzeichnen und verwalten könnt. Im zweiten Teil geht es darum, Flächen an einen Mitarbeiter oder an einen Häckslerfahrer oder an ein Lohnunternehmen weiterzusenden. Und im dritten Teil geht es darum, Flächen vom kantonalen Antragsprogramm herunterzuladen und danach auf Google Earth wieder hochzuladen. Um Google Earth nutzen zu können, müssen wir es natürlich zuerst herunterladen. Es gibt es für die Desktop-Version oder auch eine App für alle Smartphones und Tablets. Wenn wir das Programm dann heruntergeladen haben, gibt es hier ein Desktop-Icon mit Google Earth Pro, habe ich hier installiert. Und wenn wir das dann öffnen, sehen wir hier die Weltkarte. Wir könnten auch zum Mars oder zum Mond wechseln. Das wollen wir jetzt aber im Moment nicht. Das Programm ist so aufgeteilt, dass wir hier auf der Seite zwei verschiedene Fenster haben. Einerseits ein Ortefenster und andererseits ein Ebenenfenster. Bei den Ebenen kann ich hier verschiedene Häkchen setzen, um mir Fotos, Orte, Grenzen oder auch Straßen ein- oder ausblenden zu lassen. Hier oben habe ich das Orte-Fenster. Hier kann ich verschiedene Markierungen, die ich auf der Karte erstelle oder auch Felder, abspeichern in Ordnern und kann auch Unterordner mit verschiedenen Bezügen hier erstellen. Ich gehe jetzt mal zu dem Betrieb meines Bruders, um euch zu zeigen, wie man ein Feld markiert. Ich sehe hier unten einige Informationen. Erstens das Bildaufnahmedatum. Am 7.4.2017 war das. Die jeweiligen Koordinaten, je nachdem, wo ich mich mit der Maus befinde und die Sichthöhe, wie hoch über Boden dieses Bild jetzt herangezoomt ist. Hier oben hat es noch eine Leiste, da kann ich verschiedene Satellitenbilder einblenden lassen. Jetzt habe ich ein Bild von 2017, das letzte verfügbare war von 15.07.2015. Da sah das Ganze ein bisschen anders aus. Der Nachbar war hier am Dreschen. Und dann kann ich noch später zurück ins Jahr 2012 oder im Jahr 2009, da sah es so aus. Geht es wieder auf die aktuelle Ansicht und dann habe ich hier oben verschiedene Knöpfe mit Möglichkeiten. Einerseits kann ich einfach eine Stecknadel setzen und kann dann die im Bild so platzieren, wie ich das möchte. Ich könnte das auf ein Feld setzen und dann das Feld hier so beschriften mit dem Felsnamen. Das ist die einfachste Möglichkeit, aber ist nicht besonders aufschlussreich, sagen wir mal. Jetzt habe ich eine zweite Möglichkeit, und zwar diesen Knopf hier oben, Polygon hinzufügen. Ich drücke mal, dann kommt ein neues Kontextfenster auf. Jetzt kann ich hier das Feld, indem ich mit der linken Maustaste drücke, auswählen. Und ich kann meine Auswahl auch verändern, indem ich einen Punkt, den ich schon gemacht habe, wieder anfahre und dann kann ich den so auch verschieben, wenn ich das möchte. Ich kann dann auch zusätzliche Punkte machen und so mein Feld markieren. Jetzt nenne ich das Feld Muriacker 2. Ich kann jetzt hier auch den Stil des Feldes ändern, also ich kann die Fläche anders darstellen lassen oder auch den Rahmen rundherum, wie ich das möchte, verändern. Dann habe ich hier die Messwerte, die sind auch interessant. Das Feld ist jetzt 3,19 Hektar groß und der Umfang ist weniger interessant, 720 Meter. So, ich habe jetzt hier bei meine Orte habe ich
einerseits ein Polygon oder ein Feld, das nennt sich Muri-Acker 2, und eine Stecknadel, die nennt sich Muri-Acker. Die Stecknadel, die lösche ich jetzt gerade wieder mit Rechtsklick und Löschen. Jetzt geht es weiter. Jetzt kann ich mit Rechtsklick einen neuen Ordner hinzufügen und ich nenne jetzt diesen Ordner gemäß dem Betrieb, auf dem ich mich befinde. Jetzt habe ich den Muri-Acker 2 hier und ziehe ihn mit gehaltener Maustaste in den Ordner Betrieb Hürlimann. Jetzt habe ich hier einen Bezug vom Ordner Betrieb Hürlimann zum Muri-Acker 2. Jetzt kann ich in diesen Ordner weitere Felder einzeichnen. Ich mache weiter mit diesem hier, wieder mit derselben Methode. Wenn ich jetzt diese Kurve ein bisschen genau will, kann ich hinzoomen und kann mit gedrückter Taste diese Kurve schön langsam ausfahren. Dann gibt es jede Menge Punkte. Oder ich kann auch, indem ich in einer Kurve einfach 2- bis 3-mal genau drücke, das Feld auch ziemlich genau markieren. Dieses Feld heißt jetzt Muri-Acker 3. So, jetzt habe ich hier beim Betrieb Hürlimann schon 2 Felder. Ich kann jetzt das beliebig weitermachen. Um diese Felder zu versenden per E-Mail können wir jetzt das gewünschte Feld anwählen und mit Rechtsklick per E-Mail versenden drücken. Wir können aber auch den Ort speichern unter und an einem beliebigen Ort auf unserem PC speichern. Andererseits könnten wir auch den ganzen Betrieb mit Rechtsklick speichern unten und an einem beliebigen Ort speichern. Ich habe nun den ganzen Betrieb Hürlimann als Ordner und das eine dieser beiden Felder separat auf dem Desktop in einem Ordner abgespeichert. Ich kann nun auch von da aus diese Dateien in ein Mailprogramm laden oder ich kann sie auch direkt an einen Mitarbeiter oder einen Fahrer per WhatsApp versenden. Dazu kann ich nun eine Datei anhängen, den gewünschten Ordner öffnen und die gewünschte Datei per WhatsApp versenden. Der Fahrer des Lohnunternehmens kann nun WhatsApp öffnen und kriegt die Datei Muri-Acker 2 per WhatsApp auf sein Telefon. Er drückt darauf, drückt oben rechts Öffnen mit und kann hier ein Programm zum Öffnen auswählen. Wenn er Google Earth in seinem Handy installiert hat, kann er Google Earth zum Beispiel verwenden und kommt automatisch das Feld angezeigt. Nun ist es ein leichtes Spiel, zum Feld zu navigieren und das Feld richtig zu erwischen. Ich habe nun die Daten, die ich vorhin in Google Earth eingezeichnet habe, wieder gelöscht. Nun gehe ich zum Agriportal. Hier müssen zukünftig alle Landwirte ihre Flächen für die Erhebung einzeichnen, um die Ausgleichszahlungen beantragen zu können. Damit wir diese aufgezeichneten Felder auch auf Google Earth nutzen und versenden können, laden wir sie nun herunter. In Deutschland kann man dies teilweise schon direkt tun. In der Schweiz sendet man dazu eine Anfrage an die entsprechende kantonale Abteilung für Direktzahlungen. Von da aus erhält man dann den kostenlosen Datensatz per E-Mail zugestellt. Ich habe nun meine Betriebsdaten vom kantonalen Landwirtschaftsamt per E-Mail in einem ZIP-komprimierten Ordner erhalten. Diesen habe ich hier auf mein Desktop heruntergeladen. Nun muss ich diesen ZIP-komprimierten Ordner zuerst in ein KML-Format umwandeln, damit ich diese Dateien in Google Earth hochladen kann. Dazu gibt es eine spezielle Webseite vom Bund für die KML-Generierung. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. In dieses Feld hier kann ich den kompletten ZIP-komprimierten Ordner hochladen. Beim Punkt 2 kann ich die KML-Datei, die erstellt werden soll, richtig benennen. Nun kann ich hier auf KML generieren drücken und erhalte eine KML-Datei
zum Download. Diese Datei kann ich nun über Datei und Importieren aus dem Desktop importieren. Nun sehe ich hier auf Google Earth alle Felder, die ich schon im GIS eingezeichnet habe, richtig dargestellt. Wenn ich nun den Ordner öffne, sehe ich auch die einzelnen Felder und die jeweiligen Angaben zu den Feldern. So, das war mal eine kleine Einführung, was man mit Google Earth in der Landwirtschaft alles machen kann. Natürlich gibt es auch kostenpflichtige Programme von diversen Anbietern, mit denen man noch viel mehr machen kann und die speziell auf die landwirtschaftlichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zum Einstieg und um Erfahrungen zu sammeln, empfehle ich aber allen, die das interessiert, mal mit Google Earth ein bisschen auszuprobieren, was alles geht und wie man das alles macht. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Daumen nach oben drückt und fleißig kommentiert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.